So, we're going to speak about the brain. Wir wollen jetzt über das Gehirn sprechen. And the brain health revolution is our theme. Und das Thema lautet die Gehirn-Gesundheitsrevolution. If you look at the medical literature right now, Wenn ihr euch die aktuelle Gesundheitsliteratur anschaut, you'll see there is great concern throughout the world about the brain. da werdet ihr feststellen, dass es große Besorgnis gibt über das Gehirn. It was not all that long ago that I read a study in the English literature about America. Es ist gar nicht allzu lange her, da gab es eine Studie über what? A study in America about America. I read a study in the medical Okay, es gab literature. einfach eine Studie in Amerika, nicht allzu lange her. And they were speaking about the high rates of memory problems in Americans. Und sie haben über die vermehrten Probleme mit dem Gedächtnis gesprochen, die man feststellen konnte. Shortly after that, I was speaking at another place in Europe, Und kurz danach habe ich an einem anderen Ort in Europa darüber gesprochen. so I looked at some of the European data. Und dort habe ich mir dann auch die europäischen Daten angeschaut. It was almost identical. Es war fast ident. There are more and more concerns about how we're losing our minds. Es gab immer mehr und mehr Besorgnis darüber, wie wir unseren Verstand verlieren. And it's not just the oldest old people that are having memory problems. Und dabei musste man feststellen, dass es nicht nur die Ältesten der Alten waren, die diese Probleme hatten. So we want to talk today about how to help your brain health. Und heute wollen wir eben darüber sprechen, wie wir eurem Gehirn helfen können, gesund zu bleiben. Now, we're not going to talk about this important area, Wir werden jetzt also nicht über diesen wichtigen Bereich sprechen, also mentale wir werden nicht über die mentale Gesundheit sprechen, because if you're depressed or have other mental health issues, that will affect your brain. denn wenn du depressiv bist, dann wird das natürlich dein Hirn beeinflussen. And if you have questions about that, you talk with my friend Daniela, Und wenn du Fragen darüber hast, kannst du mit meiner Freundin Daniela sprechen, because she's very familiar with the work of Dr. Nedley. denn sie ist sehr bekannt mit der Arbeit von Dr. Nedley. And Dr. Nedley has written and spoken a lot about depression and how it affects the brain. Und Dr. Nedley hat viel über Depression gesprochen und wie man das Gehirn in dieser Hinsicht heilen kann. But we want to focus on some other areas, Doch heute wollen wir uns einem anderen Bereich zuwenden. areas that affect all of us. Und zwar Bereiche, you have to plug it in. Und zwar Bereiche, die alle von uns betreffen. So first I have a question for you. Also zuerst habe ich eine Frage für euch. Did you know that scientists have discovered a secret weapon? Habt ihr gewusst, dass die Wissenschaftler eine Geheimwaffe entdeckt haben? It is a weapon against some of the most devastating brain health diseases. Und zwar ist es eine Waffe gegen eines der verheerendsten Gehirnkrankheiten. This discovery Und diese Entdeckung can actually help the brains of normal healthy people. kann auch zudem den Gehirnen von gesunden Menschen helfen. And this compound is called brain-derived neurotrophic factor. Und dieses Mittel nennt sich, no, give me a second. Aus dem Hirn abgeleitetes, what's the next part? It's called brain-derived neurotrophic factor. Das Mittel lautet oder nennt sich ein vom Gehirn abgeleitetes neurotrophische Faktor. So let's just talk about the name. Wir wollen jetzt einmal den Namen ein bisschen auseinandernehmen. Do any of you know what this root trophic refers to? Weiß jemand, was das Suffix trophik bedeutet? Yes, it refers to growth. Es bezieht sich auf Wachstum. So neuro refers to nerve or brain. Also Neuro bezieht sich auf das Gehirn, nicht wahr? So this is a nerve or brain growth factor Also dies ist ein Neuro- oder ein Gehirnwachstumsfaktor, that is actually derived or made by the brain. das selbst im Gehirn oder vom Gehirn abgeleitet wird oder dort produziert wird. So we want to talk about this compound that your brain makes that can help your own mental health. Also wir wollen jetzt über diese Chemikalie, it's a chemical, right? Yes. Wir wollen über diese Chemikalie sprechen, die selbst im Gehirn produziert wird und uns hilft. Let's look at some of the things BDNF can help with. Also wir wollen jetzt anschauen, was für Vorteile dieses Mittel BDNF hat.
It can help everyone's brain function better. Es hilft jedem von uns, also jedem einzelnen Gehirn hilft es, besser zu funktionieren. So how many of you would like more BDNF? Also wie viele von euch hätten gerne mehr von diesem Zeug, BDNF? Yeah, all of us should, right? Alle sollten das haben wollen, nicht wahr? Now I see a few of you didn't raise your hands. Ich habe gesehen, ein paar von euch haben die Hand nicht gehoben. Now I'm assuming you didn't raise your hands because you're so much mentally above everyone else, you feel it'll just level the playing field if you don't raise yours and the others do. Again? What I was saying, if they didn't raise their hand, they think they're smarter than the others, and they want the others to catch up with them. Ja. So, Vielleicht wolltet ihr, die die Hand nicht gehoben habt, einfach nur, dass die anderen ein bisschen einen Vorteil haben und euch nachkommen können. no, I know you just didn't raise your hand because you're like me and you don't like to raise your hand in public, right? Ich weiß, warum ihr die Hand nicht gehoben seid. Ihr seid so wie ich und ihr mögt es einfach nicht, eure Hand in der Öffentlichkeit zu heben. But all of us can improve our brain function if we get more BDNF. Aber jeder von uns kann seine Gehirnfunktion verbessern, indem wir mehr von dieser Sache bekommen, nämlich dem BDNF. If you have had problems with addictions, raising your BDNF level can help you with those too. Wenn du Probleme mit Süchten hast, kann ein gesteigerter Gehalt an BDNF auch positiv darauf wirken. If you have a problem overeating, BDNF can help satisfy your appetite easier. Wenn du ein Problem mit Esssucht hast, dann kann BDNF ebenfalls in diesem Bereich helfen. On top of that, BDNF has actually been shown to prevent some of the most serious things we deal with today. Und außerdem noch dazu, what things does it help? Like Alzheimer's, it can help prevent many serious Es problems kann auch too. noch, abgesehen davon, dass es allgemein gut ist, kann es auch schlimmere Krankheiten wie Alzheimer verhindern. You can see Parkinson's disease. You decrease your risk of it if your BDNF level is higher. Auch kannst du das Risiko für Parkinson-Krankheit verringern, wenn du mehr von diesem BDNF hast. You'll have less risk of stroke. Du wirst auch ein geringeres Risiko für Schlaganfälle haben And you'll have less risk of depression. und auch ein geringeres Risiko für Depressionen. So how many of you think I would get rich if right now I said I'm selling BDNF? Also wie viele von euch glauben, dass ich reich werden würde, wenn ich jetzt dieses BDNF verkaufen würde? But I'm not selling it. Doch die Tatsache ist, dass ich es nicht verkaufe. You can't take it by mouth. Du kannst es nicht oral zu dir nehmen, It's a protein, so it would be destroyed by the acid in your stomach. denn es ist ein Protein und es würde durch die Säure in deinem Magen zerstört werden. And even if you could get it into your blood, Und selbst wenn du es dir intravenös einspritzen könntest, it's not needed in your blood, it's needed in your brain. wir brauchen es nicht in unserem Blutkreislauf, wir brauchen es in unserem Gehirn. So we don't have any drugs to sell you. Also wir haben keine Medikamente, die wir euch oder Nahrungsergänzungsmittel, die wir euch verkaufen könnten. But I'm sure the drug companies are trying to figure out things they can give you that will get the brain to make more of this. Aber ich bin mir sicher, dass die pharmazeutische Industrie versucht, so ein Nahrungsergänzungsmittel herzustellen, um es euch zu verkaufen. But we don't have to wait for the drug companies to give us some kind of a pill, Doch wir müssen nicht darauf warten, dass die Pharmaindustrie uns irgendeine Pille gibt, because there are natural things we can do to improve our BDNF levels. denn es gibt natürliche Wege, wie wir den BDNF-Level in unserem Gehirn erhöhen können. We're going to talk about 4 different things that raise BDNF Und wir levels. wollen über 4 verschiedene Dinge sprechen, die unseren Level des BDNF in unserem Gehirn erhöht. How can we do it? Wie können wir das zustande bringen? The first one is dietary restriction. Das erste ist ein Zurückhalten in der Ernährung. The next one is regular physical exercise. Das nächste ist regelmäßige körperliche Betätigung. And then the last one on this list is environmental enrichment or stimulation. Und das letzte in dieser Reihe ist, what exactly do you mean by that? New experiences, different things. It's having new things in your environment. It's meeting a new friend like David D. Rose. Also dass du einfach deine Umwelt immer wieder veränderst, dass du neue Menschen kennenlernst, dass du halt eine ständig veränderte Umwelt hast. Aber er hat nicht gesagt, dass ein neues Freund David D. Rose. Aber ich dachte, dass er denken, du bist nicht mein Freund. I was just generalizing. Okay.
The last one on here is avoiding alcohol. Und der letzte Punkt hier ist natürlich die Vermeidung von Alkohol. So let's look at these in some detail. Lasst uns diese Punkte ein wenig detaillierter anschauen. But before we do, I have to tell you something. Doch bevor wir das tun, möchte ich euch noch zuerst etwas sagen. BDNF helps a lot of things. BDNF ist gut für viele Dinge. But it's not a panacea. Do you have that term in German, panacea? Panacea? And what is that? Helps everything, it means. Doch Doesn't prevent anything. es ist kein Allheilmittel. Okay. Yeah. So someone can have Alzheimer's disease even if they're doing everything right for their BDNF. Do you understand? Also jemand, der auch auf sein BDNF-Level achtet, kann dennoch noch Alzheimer bekommen. You can't say brother or sister. Du kannst nicht sagen Bruder oder Schwester. You wouldn't have Parkinson's if you came to our church and watched Dr. DeRose's lecture. Du kannst nicht sagen, wenn du zum Vortragsreihe von Dr. DeRose gekommen wärst, hättest du jetzt kein Alzheimer. So we have many things, genetic and other things that can put us at risk of disease. Also wir haben viele Dinge, die uns in gewissen Risiken aussetzen, ob es jetzt die Genetik ist oder andere Dinge. So let's talk about these things that you can raise BDNF with. Also lasst uns jetzt über diese Dinge sprechen, mit denen wir unseren BDNF-Level erhöhen können. So the first one is dietary restriction. Das erste ist also das Zurückhalten bei der Ernährung. How many of you think this looks like a good breakfast? Wie viele von euch denken, dass das wie ein gutes Frühstück aussieht? No, that's really not enough for breakfast. Das ist wirklich nicht gerade genug für ein Frühstück, oder? It's just a picture to make a point. Es ist nur ein Bild, um eine tiefere Wahrheit It's easy to zu eat too verbildlichen. much. Excuse me? It is easy to eat too much. Es ist einfach es passiert leicht, dass man sich überisst. What we know from the research is that if you want to live longer, Was wir aus unseren Studien wissen, ist, dass wenn du länger leben and if möchtest you want to raise BDNF levels, und du dein BDNF-Level erhöhen möchtest, you need to eat less. dann musst du einfach weniger essen. The question is how much less? Die Frage ist, wie viel weniger? Let's look at some of the research. Lasst uns ein paar Studien anschauen. But before we do, some people say, well, why would eating less help your brain? Doch bevor wir das tun, fragen sich vielleicht einige von euch, warum würde es helfen, weniger zu essen? We talked yesterday about stress. Wir haben gestern über Stress gesprochen And you may not have heard me say this, und vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen, but I was trying to tell you that stress is good. doch ich habe versucht, euch mitzuteilen, dass Stress etwas Gutes ist. Did you hear me say that last night? Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich das gestern gesagt habe? Do you remember I talked about stressing your muscles? Habt ihr gehört? Ich habe euch gestern davon erzählt, eure Muskeln anzuspannen. How do you get stronger? Wie werdet ihr stärker? It's by stressing your muscles. Indem ihr eure Muskeln anspannt und dadurch einem Stress aussetzt. How do you strengthen your faith? Wie stärkt ihr euren Glauben? It's by having a stress to your faith. You Dadurch, dass see? ihr euren Glauben Spannungen, also Stress aussetzt. So you pray that God will keep you from all kinds of problems. Also ihr betet vielleicht, dass Gott euch von allen möglichen Problemen fernhalten soll, But God loves you too much to answer that prayer. aber Gott liebt euch einfach zu sehr, um euch dieses Gebet zu erfüllen. And He allows you to have problems to strengthen your faith. Und er erlaubt es, dass Probleme in dein Leben kommen, um deinen Glauben zu stärken. It's the same with your brain. Und es ist das Gleiche mit deinem Gehirn. Now, I have a plan for the rest of today. Nun, ich habe jetzt einen Plan für den restlichen Tag. I'm not going to eat anymore the whole rest of the day. Ich werde für den Rest des Tages nichts mehr essen. That's my plan. Das ist mein Plan. Now, some of you may try to tempt me now Jetzt werden vielleicht einige von euch versuchen, mich and zu give, versuchen and give me food und mir Essen darbieten and offer me some juice. und vielleicht ein wenig Saft anbieten. But my plan is just to drink water. Doch mein Plan ist es, nur mehr Wasser zu trinken. And that's going to stress my brain a little bit. Und das wird mein Gehirn ein wenig unter Spannung setzen. Even though I do that every day, I don't typically eat in the evening. Und das, obwohl ich das eigentlich jeden Tag mache. But that stress on the brain causes the brain to make more BDNF. Doch dieser Stress und diese Anspannung, die dadurch auf dem Gehirn einwirkt, führt dazu, dass sie mehr BDNF produzieren. In some of the research, all you have to do is cut your calorie intake by 30% to significantly boost your BDNF levels. Und laut diesen Studien müssen wir unsere Nahrungsmittelzufuhr um 30% verringern, um unseren
BDNF-Haushalt dramatisch zu erhöhen. Now we have a question here. Oh, no, it's not because... Just a second. Okay. Can we make it like this, that if someone has a question, we put it on the microphone, so because we are streaming it and we are recording it, so it's... So Okay. people who are listening understand it. No, well, let her have the mic for a minute, and then I'll tell you This about is an something. exception. Why is this stress for your brain? Okay. You want to translate? Also warum bedeutet das, warum ist es Stress fürs Gehirn, wenn man nicht so viel isst wie sonst? Okay, it's not a stress to me because I want to eat at that time. Es ist kein Stress für mich, weil ich zu der Zeit essen möchte. But your brain likes a steady supply of glucose. Doch dein Gehirn liebt es, eine gleichmäßige Zufuhr an Glucose zu bekommen. And if your glucose starts to go down, Und wenn dein Glukoselevel absinkt, your body will try to release more sugar from the liver and other places. dann wird wenn dein Glukoselevel abnimmt, dann wird dein Körper versuchen, Glukose woanders freizubauen, zum Beispiel aus der Leber But und so weiter. apparently it's a change in those levels that stresses the brain. That's the theory, at least, as to why it helps. Aber die Theorie ist jetzt also das. Can you repeat this last part? The theory is to why it helps is you don't have this just constant supply of nutrients. So as levels decrease, then the brain feels a stress and makes compounds that are protective, Okay. like BDNF. Also, weil du jetzt auf einmal nicht mehr diese konstante Zufuhr an an Glucose hast, ist dein Gehirn unter Stress und er versucht jetzt eine Gegenmaßnahme zu machen, indem er halt dieses BDNF produziert. So you don't have to decrease that much, just 30% can make a difference. Du musst jetzt nicht so viel reduzieren, es reicht, wenn du 30% reduzierst. So like I said, there's more good news about eating less. Also wie ich bereits gesagt habe, es gibt noch weitere gute Nachrichten zum Thema weniger Essen. Let me make this practical. Ich möchte das hier ein wenig besser veranschaulichen. Let's say you have a pet rat. Angenommen, ihr habt ein Haustier, und zwar eine Ratte. And you decide you're going to give your rat 20% less food than it would normally eat. Und wir sagen, dass du deiner Ratte jetzt nur mehr 20% weniger gibst, was du ihr sonst geben würdest zu essen. Do you know what the research shows how much longer that rat will live? Wisst ihr, was die Studien sagen, wie viel länger diese Ratte leben wird? It'll live about 20% longer. Es wird also 20% länger leben. How about if you cut the rat's calories 30%? Was, wenn du 30% der Kalorien der Ratte wegnimmst? How much longer will it live? Wie viel länger wird die Ratte leben? 30%. 30%. How about if you cut the rat's calories 99%? Was ist, wenn du 99% aller Kalorien wegnimmst? Yeah, it will die from starvation early. Selbstverständlich wird die Ratte verhungern. Yeah, so you can take this to too much of an extreme, Also man you kann es natürlich understand. wiederum auf der anderen Seite übertreiben. But it's almost like in this world of sin Aber es ist so wie in dieser Welt der Sünde, that an animal or a creature can only process so many calories and then it dies. und zwar ist es so, dass eine Kreatur nur eine gewisse Zahl an Kalorien verarbeiten kann und dann stirbt es. So if this is true, it's not a blessing to be naturally thin. Und wenn das wahr ist, dann ist es mit Sicherheit kein Segen von Natur aus schlank zu sein. So you say, well, I can eat 10,000 calories a day. I don't gain weight. Und du sagst vielleicht, ich kann 10.000 Kalorien am Tag essen und ich nehme nicht mal zu. Well, the research suggests it will cut your life short, even if you can eat all those calories and not Und gain die weight. Studien zeigen, dass es dein Leben verkürzt, wenn du so viel Kalorien zunimmst, selbst wenn du nicht dadurch zunimmst. Well, what happens in your body when you decrease calories? Nun, was passiert in deinem Körper, wenn du Kalorien reduzierst? Not only do you raise BDNF levels, Nicht nur, dass du dein BDNF-Level erhöhst, you lower other things that make inflammation worse. sondern du reduzierst andere Faktoren, die dir Schlechtes tun. Anyone have a friend with arthritis? Habt ihr Freunde mit Arthritis? Okay. Some of the arthritis conditions are inflammatory conditions, like rheumatoid arthritis. That's an inflammatory arthritis. Also so rheumatische Arthritis zum Beispiel kommt daher, dass viel
Inflammation, Entzündung, innerliche Entzündungen entstehen. Have you heard of Crohn's disease or ulcerative colitis? Habt ihr von der Crohn's-Krankheit gehört oder what was the last thing? Ulcerative colitis? Yeah, I don't know what this is. What is this? Yeah, I know the first one, but Yeah. the second I don't So know. these are inflammatory bowel diseases. Also das sind Krankheiten, die aufgrund von Entzündungen in deinem Körper entstehen. So it's inflammation in the bowel. Also es ist Entzündung in deinem Körper. So for serious diseases like that today, they give people drugs that work on these chemicals. To decrease it, they give this. Yeah, they give people drugs. Um diese Entzündungen in deiner Bauchhöhle zu verringern, geben sie halt verschiedene Chemikalien. But if you just eat less, you lower those chemicals naturally. Doch wenn du einfach nur weniger essen würdest, würdest du diese Chemikalien automatisch reduzieren. Now let's talk about Alzheimer's and caloric restriction. Nun lasst uns über Alzheimer und der Reduzierung von Kalorien sprechen. Now these researchers are talking about something that we call compression of morbidity. Nun diese Wissenschaftler haben hier etwas herausgefunden, was wir Compression, like to push. Die Stauchung von morbidity is like pain and suffering. Morbidity. It's not okay. Not mortality. Okay, morbidity is what? Pain and suffering. Also jetzt verstehe ich. Also die Stauchung von Schmerz und Leid sozusagen. Let me give you an Ich illustration. möchte euch ein Beispiel geben. Do any of you own a car? Hat jemand von euch ein Auto? Any of you have a car? Okay. Let's say you're having problems with your car Sagen wir mal, ihr habt ein Problem mit eurem Auto and you want to buy a new one. und ihr möchtet euch ein neues kaufen. What do you think? What's one of the best cars that you could have in Austria? What make Was of ist so das car? beste Auto, das man hier in Österreich erwerben kann? What is it for? They want to flatter you. Mercedes? Okay. I see a lot of Mercedes and BMW and Also ich sehe hier viele Mercedes und BMWs. do you make cars in Austria? Stellt ihr auch Autos her? Yes, they produce cars. They produce cars, but But they're German brands that you make? yes, yes. Das sind deutsche Marken, die hier in Österreich Okay. werden. So let's say you're going to get a Mercedes. Also angenommen, ihr habt einen Mercedes, But let's say you don't have enough money to buy a new Mercedes. aber sagen wir mal, ihr habt eigentlich nicht genug Geld, um euch diesen Mercedes zu leisten. So you decide you're going to buy a used Mercedes. Also entscheidet ihr euch, einen Gebrauchtwagen zu kaufen. And let's say they have a new service out. Und sagen wir mal, es gibt da einen neuen Service. And you can pay 100 euros Und ihr müsst einfach nur 100 Euro noch drauf zahlen. and they'll tell you all the problems that this car will have in the future. Und sie sagen dir all die Probleme, die dieses Auto in Zukunft noch haben wird. Now, of course, you know there's nothing like that. Natürlich, selbstverständlich gibt es so etwas nicht. Okay? But let's say there was. Aber angenommen, es gäbe so etwas. And you pay the 100 Und euros. ihr zahlt halt diese 100 Euro drauf. And you find out that this car is going to have electrical problems. Und du findest heraus, dass dein Auto Probleme mit der Elektronik haben wird. Well, wait, let me stop there. Lass mich kurz hier Pause Let's machen. say you first learn that the car is going to last another 15 years. Also zuallererst erfahrt ihr, dass das Auto noch 15 Jahre länger leben wird. And then you start learning about the electrical problems it's going to Und have. dann erst erfahrt ihr über diese Probleme mit der Elektronik And it's going to have engine und die problems. Probleme, die der Motor noch haben wird And the transmission is going to go und die bad. Probleme, die das Getriebe noch haben wird And then there's going to be a problem with the cooling und system. dann mit der Kühlung. So you read all these problems. Also ihr lest alle diese Probleme, die das Auto haben wird Now they say for another 100 euros, und sie sagen, für noch einmal 100 Euro you can decide when those problems are going to occur kannst du noch entscheiden, wann diese Probleme passieren werden. in the 15-year life of the car. In diesen 15 Jahren, die das Auto noch funktionieren wird. Now if they really could do that, how many of you would pay the 100 euros? Und wenn sie das wirklich tatsächlich tun könnten, wie viele von euch würden diese 100 Euro noch draufzahlen? Okay, I see at least one smart guy in the back, a few others raising their hands. Also ich sehe wenigstens ein oder zwei gescheite Köpfe da And hinten. how many of you think, is it Tristan, is that your name? How many of you think Tristan is saying, well, I know what I'll do. I'll have the engine problems first because I got some extra money. Can you repeat this?
So Tristan is going to... He's going to pick out when he's going to Also have all these angenommen, problems. Tristan hat halt dieses Geschäft gemacht und er sagt, okay, ich habe jetzt noch ein wenig Geld auf meinem Konto, ich werde zuerst die Motorprobleme mir vornehmen, weil ich habe noch genug Geld, um das zu beseitigen. And then he says, a year or two later, I'll have the transmission problem because I'll save up more money. Und 2 oder 3 Jahre später werde ich diese Probleme mit dem Getriebe haben, weil bis dahin werde ich wieder genug Geld haben, um das zu reparieren. And then I'll probably wait another 2 years for the electrical problems because it'll take me a while to save up for that. Und dann werde ich nochmal 2 Jahre warten für die Probleme mit der Elektronik, weil bis dahin werde ich dann wieder genug Geld haben. How many of you think that's what Tristan was thinking? Wie viele von euch denken, dass es das ist, was Tristan denken würde? Was that right? Was that what you were thinking? What were you thinking? Well, when would you have the problems come? Oh, the last year of the car. Okay. The last day of the car. Am letzten Tag, wenn es Oh. auch noch funktioniert. What do you think about that? Was denkt ihr darüber? This is what compression of morbidity is. Das ist, was die Stauchung von Leid und Schmerz bedeutet. You see, if you're genetically, as a person, predisposed to maybe heart disease and kidney problems, Wenn ihr persönlich durch eure Genetik vielleicht veranlagt seid, Herzprobleme oder Nierenprobleme zu bekommen, maybe in your family there's lots of diabetes. vielleicht gibt es in eurer Familie viele Diabetiker. With lifestyle, you can avoid some diseases. Mit eurem Lebensstil könnt ihr zwar viele Krankheiten verhindern, But other diseases you may just be able to postpone. aber andere Krankheiten auf der anderen Seite könntet ihr dadurch nur verschieben. So the idea of compression of morbidity Also die Idee, dass man Leid und Schmerz stauchen könnte, is to see if you can hold off all the diseases you're prone to, that you can keep away from you all the things you're genetically prone to get. also die Idee dahinter ist, dass man alle diese Krankheiten, auf die man genetisch vorprogrammiert ist, dass man die Until your last year of life. verschieben kann bis zum letzten Tag deines Lebens. So all those diseases just come on you, maybe your last day. Und all diese Krankheiten kommen vielleicht an deinem allerletzten Tag auf der Erde, When Meek is 110, wenn Mama Mick 110 Jahre alt ist she gets diabetes, heart disease, cancer, a stroke, and she just dies. und sie kriegt Herzkrankheiten und Krebs und all diese Krankheiten alle auf einmal und sie stirbt in 110 Jahren. Okay, so now you understand this concept. Also jetzt hoffentlich versteht ihr dieses Konzept, oder? This is a real preventive medicine concept they talk about in research. Das ist ein tatsächliches präventives Konzept, das in der Studie hier besprochen wird. So now the brain researchers are talking about it when it comes to Alzheimer's disease. Und jetzt sprechen auch die Neurowissenschaftler, wenn sie über Gehirnkrankheiten sprechen. So when do people usually get Alzheimer's disease? Also in welchem Alter haben Menschen damals für gewöhnlich diese Alzheimer-Krankheit bekommen? When they're young or when they're old? Als sie noch jung waren oder als sie alt wurden? When they're old. Wenn sie alt wurden, nicht wahr? So these researchers say if you could just postpone the Alzheimer's for 5 years, Also diese Wissenschaftler sagen, wenn du deine Alzheimer-Krankheit nur für 5 Jahre nach hinten schieben könntest, they say it may not even come your last day of life. die sagen, es könnte sogar sein, dass es gar nicht an deinem letzten Tag des Lebens kommt. You may die from something else before it ever comes. Du könntest sogar an einer anderen Krankheit oder an einem anderen Grund sterben, bevor diese Krankheit auf deinen Plan trifft. Do you see how that could happen? Versteht ihr, wie das funktionieren könnte? So let's say if someone's going to live to be 95, Angenommen, jemand lebt bis er 95 Jahre alt ist. and right now the way they're living, they're going to get Alzheimer's at 90. Something's wrong with the mic. I don't know. Can you repeat this? Right now, if they kept living the way they're living at 90 years old, they're going to get Alzheimer's. In their last 5 years, they'll have Alzheimer's disease. Also wenn diese Menschen, wenn diese Person, die jetzt 90 Jahre alt ist, weiter so lebt, wie sie bis jetzt gelebt hat, wird sie die letzten 5 Jahre ihres Lebens mit Alzheimer zu kämpfen haben. But if they change their lifestyle Doch wenn sie ihren Lebensstil verändern würden and they hold off the Alzheimer's for 5 years, und sie die Alzheimer-Krankheit für weitere 5 Jahre noch verschieben könnten, they might die with that heart attack before they ever had Alzheimer's. dann könnten sie vielleicht an einer Herzkrankheit oder einer Herzattacke sterben, bevor sie jemals mit Alzheimer zu tun haben. That's what they're saying. Das ist, was die im Groben sagen. They're saying the research shows if you could just hold Alzheimer's off for 5 years, 50% less people would get the disease. 50%, you'd only have half the people get Alzheimer's
if you could just postpone it. They die from something else sooner. Also, wenn Sie dieses Konzept anwenden würden, würden die Menschen... I'm sorry, please repeat this one. Okay. So you take all the people with Alzheimer's today. Also, ihr habt alle Menschen, die Alzheimer haben. If you could have postponed their Alzheimer's by 5 years, Wenn man ihre Alzheimer-Krankheit um 5 Jahre verschieben könnte, half of them would have died from something else before they ever got Alzheimer's. die Hälfte von diesen Menschen würden an etwas anderes sterben, bevor sie jemals Alzheimer bekommen würden. So what can you do? What can you change to hold off Alzheimer's? Also was kannst du tun, um den Alzheimer von dir fernzuhalten? These researchers say nutrition is especially important in postponing Alzheimer's. Und diese Wissenschaftler sagen, dass Ernährung ein wichtiger Bestandteil ist, um diese Krankheit zu verschieben. And what they find is especially avoiding excess calories can help hold off Alzheimer's. Und was sie festgestellt haben, ist, dass man überschüssige Kalorien, wenn man sie vermeiden kann, dass man dadurch Can prevent Alzheimer's, can dass man delay it. dadurch Alzheimer verhindern kann. The worst calories are from saturated fat. Und die schlimmsten Kalorien sind natürlich von gesättigten Fetten. Where do you find saturated fats? Wo finden wir gesättigte Fette? Primarily animal products, that's right. In erster Linie aus tierischen Produkten, das ist richtig. So some of you say, I don't eat animal products. Jetzt sagen manche von euch, ich esse gar keine tierischen Produkte. So I can overeat all I want. Also eigentlich kann ich mich so viel überessen, wie ich möchte. Is that true? Ist das wahr? No, even good things like carbohydrates, Sogar gute Dinge wie Kohlenhydrate, if you overeat, they can increase your risk of Alzheimer's. wenn du dich überisst an diesen Dingen, können sie dein Alzheimer-Risiko erhöhen. In fact, the research shows if you're overweight and have diabetes, Und die Studien zeigen, dass wenn du übergewichtig hast und Diabetes hast, you increase your risk of Alzheimer's more than 4 times. dann erhöhst du dein Risiko für Alzheimer um das Vierfache. So how can we eat less? Also wie können wir weniger essen? How can we do it? Wie können wir das hinbekommen? This is a real picture. Das ist ein echtes Foto. And this is supposed to be a full-grown man here, Und das sollte ein erwachsener Mann a sein. midget. Ein Zwerg ist das. And this is a lady who's a little bit bigger than him. Und das ist eine Frau, die ein klein wenig größer ist als er. So if we eat less, Also wenn wir einfach weniger essen, we won't necessarily look like this guy, werden wir nicht unbedingt wie dieser Zwerg da aussehen. but hopefully we won't look like this either, right? Doch wir hoffen, dass wir auch nicht so aussehen werden. Now, by the way, which of these people does God love more? Nebenbei gesagt, welche von diesen zwei Menschen liebt Gott mehr? He loves them both the same. Er liebt beide gleich viel. He loves all of us the same. Er liebt uns alle gleich viel. But he wants to help us. Aber er möchte uns helfen. I used to run a hospital weight loss program. Ich pflegte ein Programm im Krankenhaus zu führen. And I came to believe this is one of the most powerful concepts. Und ich habe herausgefunden, dass das hier eines der mächtigsten Konzepte ist, die es gibt. Eating to satisfy hunger, Essen, um den Hunger zu befriedigen. not eating to try to satisfy appetite. Und nicht zu essen, um den Appetit zu befriedigen. Now, what's the difference between hunger and appetite? Was also ist jetzt der Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Who can help me? Wer kann mir da helfen? Okay, you're exactly right. Appetite is a desire for food. What is hunger? Also genau richtig. Appetit ist ein Verlangen nach Essen. Was ist Hunger? What is hunger? That's right. Hunger is also a desire for food, but it's a desire that is being driven by your body's need. Hunger ist ebenfalls ein Verlangen nach Essen, aber es ist ein Verlangen nach Essen, was dein Körper auch wirklich braucht. Appetite may or may not be in harmony with your body's need. Appetit kann oder kann auch nicht in Harmonie mit deinem Hunger sein. Okay, so if I follow my plan tonight, Wenn ich jetzt also den Plan, den ich mir vorgenommen habe, how much am I going to folge, eat? How much am I going to eat tonight? wie viel werde ich dann also noch heute essen? Nothing. Gar nichts. How many of you think I will be hungry tomorrow morning? Wie viele von euch glauben, dass ich morgen früh Hunger haben werde?
Yes. How many of you think I'll have a good appetite tomorrow morning? Wie viele von euch glauben, dass ich morgen einen gesunden Appetit haben werde? There's nothing wrong with appetite. Es ist also nichts Schlimmes, einen Appetit zu haben, as long as you're hungry. solange du auch hungrig bist. But once your hunger is satisfied, Doch sobald dein Hunger befriedigt ist, then appetite's your enemy. dann ist Appetit dein Feind. You see, desire for food is not good once you've gotten all the food you needed at that meal. Also ihr seht, can you repeat this one? Yeah. You don't want to have more appetite after you've eaten all you needed at du that willst meal. eigentlich gar nicht mehr Appetit haben, sobald du deinen Hunger befriedigt hast. You have a question? Here, you need a microphone. No. Just a second. Yes, microphone. Can you just keep it at the back? I used to eat. Hello. Doesn't it work? No, up here. Hello. Here, give it to him. We want to hear, we want to all benefit from this. Hello. Sonia. Hello. Water. Okay. Yes. Yes. I used to eat corn grits, but sometimes there's no available. I used to cook white rice, but when it comes to white rice, I eat more. I am not satisfied, especially when there is good vegetables. Let him translate. Let him translate. So you I couldn't... used to eat corn grits. Aha. Yeah, Also er hat viel Reis gegessen yeah, and then I ate only less. und ich habe you ate less than usually. When it comes to white rice, I eat plenty. Aha. Also wenn ich normalen Reis Because esse, dann I'm not esse ich nicht so satisfied. viel, aber wenn ich dann weißen Reis esse, habe ich plötzlich Verlangen nach mehr. Go on. I'm not satisfied. Und ich bin nicht befriedigt. I'm not full. Und ich bin noch nicht voll, wenn ich weißen Reis gegessen habe. Especially when there is a good vegetables. And fish. Besonders wenn da auch gutes Gemüse dabei ist oder Fisch. Okay, this is actually very important to realize. Okay, das ist sehr wichtig zu verstehen. And what's so important about this is fiber is one of the things that helps to control your appetite. Und was wir hier feststellen können, ist, dass Fasern etwas sind, was hilft, unseren Appetit zu kontrollieren. There's other things that can help you control your appetite. Und da gibt noch andere Dinge, die uns helfen, unseren Appetit zu kontrollieren. Here's another one. It's eating slower. Und eine andere Hilfestellung ist, auch langsamer zu essen. If you eat very quickly, Wenn du sehr schnell isst, it's easier to overeat ist es leichter für dich, dich zu überessen. because your brain doesn't have time to tell you that your hunger is satisfied. You Then don't I- need to eat more. Denn dein Gehirn hat dann keine Zeit oder hat nicht genug Zeit, um dir zu sagen, dass du schon satt bist eigentlich. Well, what about periodic fasting? Und was ist mit den zwischenzeitlichen Fasten? See, if you eat, think about it. If you just have to decrease 30% of your calories. Denkt mal darüber nach. Wenn ihr nur 30% eurer Kalorien reduzieren müsstet, Let's take an example here. dann nehmen wir uns hier ein Beispiel mal. Let's say in the front row, Sagen wir mal, in der ersten Reihe, we have Helga sitting there. da haben wir Helga. And Helga eats 3 meals a day. Und Helga isst 3 Mahlzeiten pro Tag. She eats the same number of calories at breakfast Sie isst die gleiche Anzahl der Kalorien für Frühstück as she does at lunch, und sie isst auch so viel zu Mittag and she does at supper time. und sie isst auch genauso viel am Abend. What would she have to do to decrease her calories by 30%? Was müsste sie tun, um ihre Kalorienzufuhr um 30% zu verringern? She could just skip one meal. Wouldn't that decrease her calories by about 30%? Sie müsste einfach nur eine Mahlzeit weglassen. Das würde ihre Kalorienzufuhr um 30% reduzieren. Which meal should she not skip? Welche Mahlzeit sollte sie nicht weglassen? Das Frühstück, richtig. Now you all say breakfast, Also ihr sagt jetzt alle Frühstück, but most people in America, if they skip a meal, that's the meal they skip. doch die meisten Amerikaner, wenn sie eine Mahlzeit weglassen, ist es häufig das Frühstück. How about in Österreich? Wie ist es in Österreich? Do they skip meals here ever? What meal will they skip? Welche Mahlzeit würden sie weglassen? Okay, they'll drink coffee instead of eating for breakfast. Sie trinken lieber Kaffee, um
statt Frühstück zu essen. You don't want to skip breakfast. Also ihr wollt das Frühstück auf keinen Fall weglassen. They've actually shown research that if you eat breakfast, you live longer. Es gibt Studien, die uns belegen, dass wenn du Frühstück isst, du auch länger lebst. If you eat a good breakfast, you will do better in school if you're a student. Wenn du das Frühstück zu dir nimmst, wirst du auch bessere Leistungen in der Schule haben. Military personnel do better if they eat breakfast. Auch Personen im Militär können bessere Leistungen vollbringen, wenn sie frühstücken. Now we're talking about older people and breakfast. Jetzt sprechen wir also über ältere Leute und dem Frühstück. How important is breakfast for someone who's 90? Wie wichtig ist das Frühstück für jemanden, der 90 Jahre alt ist? Is it important? Ist es wichtig? Look at the research. Schaut euch die Studien an. If you don't eat breakfast regularly, you increase your risk of death by 50%. Wenn du, if you don't eat breakfast, Yeah. wenn du nicht regelmäßig frühstückst, dann erhöhst du deine Sterbewahrscheinlichkeit um 50%. So let's say a husband and wife have been married for 60 years. Angenommen, ein Mann und eine Frau sind seit 60 Jahren verheiratet So they're in their 80s. und jetzt sind sie in ihren 80ern. And every morning the husband wants to get up Und jeden Morgen möchte der Ehemann früh aufstehen and have breakfast. und Frühstück haben. And his wife says, "Oh, honey, Und seine Frau sagt, oh, Schatz, you worked hard for many years. du hast so hart viele Jahre gearbeitet. Let's just stay in bed longer." Lass uns ein wenig länger im Bett bleiben. How many of you think she's being a loving wife? Wie viele von euch glauben, dass sie eine liebenswerte Ehefrau ist? How many of you think she's trying to collect his life insurance? Wie viele von euch glauben, dass sie versucht, ihre Lebensversicherung zu kassieren? Okay. Eat breakfast, it's important. Also isst euer Frühstück, es ist wichtig. So, this woman here is illustrating something. Diese Frau illustriert hier etwas She's Bestimmtes. supposed to be over 100 years old. Man sagt, dass sie über 100 Jahre alt wäre And she's eating breakfast every day. und sie isst Frühstück jeden Tag. In the research, some people say, well, I don't smoke and I get regular exercise. Are those things good? Also sie sagt hier in diesem Interview, dass sie nicht raucht und dass sie auch regelmäßig körperliche Bewegungen hat. That's- Ist das gut? That's all good. You shouldn't smoke and you should Das exercise ist every alles day. wichtig und richtig. Du solltest nicht rauchen und du solltest dich auch viel bewegen. But you'll live not as long, even if you do these things, if you skip breakfast. Aber du wirst trotzdem nicht so lange leben, auch wenn du diese beiden Dinge richtig tust, wie wenn du Frühstück isst. It's just as important to eat breakfast as it is not to smoke. Es ist genauso wichtig, Frühstück regelmäßig zu essen, wie es wichtig ist, nicht zu rauchen. That's what the research shows in older people. Und das ist, was die Studien bei alten Leuten zeigen. Now, if you're younger, Nun, wenn ihr jetzt jünger seid, is there one that's more important than the other, eating breakfast or not smoking? was ist da wichtiger? Regelmäßig zu frühstücken oder nicht zu rauchen? No, when you're younger, it's more important not to smoke. Wenn du jünger bist, ist es wichtiger, nicht zu rauchen. Here's why. Und hier ist der Grund, warum. When you look at older people, 60s, 70s, 80s, Wenn ihr euch ältere Leute anschaut, die in ihren 60ern, 70ern und 80ern sind, if they're a smoker wenn sie rauchen and they live to 70 or 80, und sie haben es geschafft bis zu ihren 70ern und zu ihren 80ern, they've already demonstrated that they're not prone to some of the worst risks of smoking. dann haben sie schon gezeigt, dass sie anscheinend nicht anfällig sind für die größten Risiken, die durch das Rauchen entstehen. I've had patients Ich hatte Patienten in their 20s and 30s and 40s in ihren 20ern, 30ern und 40ern, who've died from heart disease and died from cancer due to smoking. die von Herzkrankheiten oder sonstigen Krankheiten gestorben sind, die aus der Sucht zum Rauchen entstanden sind. So it's always good to quit smoking, Also es ist immer gut, mit dem Rauchen aufzuhören, but it's best to quit smoking early. doch es ist am besten, mit dem Rauchen früh aufzuhören. That makes sense? Macht das Sinn? For some of you, huh? Für manche von euch Okay, wahrscheinlich. get the microphone. Microphone. Just a second, my friend. Okay. You've been talking of good
breakfast, good breakfast. What is it? What is good breakfast? Okay. Was ist also ein gutes Frühstück? This is a good question because a good breakfast is important not just for BDNF and longevity, Also ein gutes Frühstück ist nicht nur für den BDNF-Haushalt und für ein langes Leben wichtig. a good breakfast is also important for neurochemistry, brain chemistry. Ein gutes Frühstück ist auch für die Hirnchemie wichtig. I might show you some pictures here Ich möchte euch hier ein paar Bilder zeigen, because I have a lot more material than we'll be able to cover. denn ich habe natürlich wesentlich mehr Material als das, was wir heute behandeln können. And if some of you are wondering, Und wenn manche von euch sich fragen, we're going to speak about brain health for a while, wir werden ein wenig über Gehirngesundheit sprechen. für and eine then we're Weile. going to open it up to general questions and answers. Und später haben wir dann eine Frage- und Antwort-Teil. So, I want to tell you about brain chemistry a little bit. Ich möchte euch ein wenig über die Hirnchemie erzählen. How many of you have heard about serotonin? Wie viele von euch haben jemals von Serotonin gehört? Okay, this is this brain chemical that helps your mood. Das ist diese Gehirnchemikalie, die euch mit euren Helps you be happy. die euch mit eurem Gemüt hilft. Ja. And it's made from tryptophan. Und es wird aus Tryptophan hergestellt. Tryptophan is an amino acid. Tryptophan ist eine Aminosäure. Amino acids are the chemicals that make up proteins. Und Aminosäuren sind die Chemikalien, oder sind die Bausteine von Proteinen. So the illustration I like for amino acids is amino acids are like the cars on a train. Cars on the train? Aha, I see. You know, Aha, like the verstehe. engine, the different cars. Also das Beispiel, das ich immer gerne bringe, ist, dass Aminosäuren ist wie ein Waggon, wie die einzelnen Waggons eines Zuges. And the protein is the train. Und das Protein ist der Zug selber, der ganze. So when you eat a protein, Also wenn du ein Protein zu dir nimmst, your body breaks it up into all the amino acids. dann löst dein Körper dieses Protein in die Einzelteile, also in die Aminosäuren auf. And then it makes it into the trains, the proteins that your body needs. Und es verbindet die Aminosäuren so neu, wie es dein Körper braucht. Also es baut neue Proteine auf. So when I had this very delicious lunch that you prepared, Als ich jetzt dieses sehr köstliche Mittagessen hatte, was ihr zubereitet habt, I had several dishes that had beans in them. da gab es verschiedene Gerichte, wo Bohnen drin waren. Beans are a good source of protein. Und Bohnen sind eine sehr gute Quelle für Proteine. But I don't have any bean cells in my body. Aber ich habe keine Bohnenzellen in meinem Körper. So my body has to break down the bean protein into the cars, into the amino acids. Deswegen muss mein Körper diese Bohnenproteine in die Einzelteile, in diese Zugwaggons aufteilen. And it makes those into proteins that I need, like insulin and hemoglobin. Und es formt diese Aminosäuren zu neuen Proteinen, die ich brauche, so wie like what? Insulin So wie Insulin and und hemoglobin, und your Hämoglobin, blood protein. Do you understand how that works? versteht ihr, wie das funktioniert? Okay, Alles klar. so you have to have tryptophan to make serotonin. Also ihr braucht Tryptophan, um Serotonin So herzustellen. where are you going to find tryptophan? Wo finden wir also Tryptophan? That's right, in protein. Wir finden es in Proteinen. Because it's one of those wagons, one of those cars Denn es ist einer dieser Waggone, einer dieser, ja, in the Waggone protein. in dieser Proteinkette. So if you want to get more tryptophan to your brain, what do you need to eat more of? Also wenn ihr mehr von diesen Tryptophan in eurem Gehirn haben wollt, was müsst ihr essen? Most people would say protein. Die meisten würden sagen Protein. And I asked you a trick question. Und ich habe dich jetzt in eine Falle gelockt, Because the answer is you need to eat more carbohydrates. denn die Antwort ist eigentlich, ihr müsst mehr Kohlenhydrate essen. Now I know this is confusing. Ich weiß, das ist ein wenig verwirrend, The tryptophan is in protein, denn das Tryptophan ist im Protein. but if you eat a lot of protein, you actually get less tryptophan in your brain. Doch wenn du viel Protein zu dir nimmst, bekommst du eigentlich weniger Tryptophan ins Gehirn. And here's why. Und hier kommt der Grund, warum. It's not just eating tryptophan, Es liegt nicht nur daran, dass wir Tryptophan zu uns nehmen müssen, but it's also making sure you don't eat other things that interfere with tryptophan getting into your brain. doch wir müssen auch darauf achten, dass wir andere Dinge vermeiden und nicht zu uns nehmen, die die Aufnahme von Tryptophan verhindern. I was raised in Chicago.
Ich bin in Chicago aufgewachsen. And there was a terrible tragedy in Chicago over 100 years ago. Und es gab eine furchtbare Tragödie, die sich in Chicago vor 100 Jahren ereignet hatte. It's one of the most famous fires in history of building fires. Und es ist eines der schrecklichsten Feuerkatastrophen, die es in der Geschichte von Bauwerken gab. And there were, I forget how many lives, many people died in this fire of this Ich kann jetzt movie nicht die theater. genaue Zahl der Toten sagen, aber viele sind dort gestorben. And one of the reasons they died Und eines der Gründe, warum sie gestorben sind, is because everyone was trying to get out the doors at the same time. und der Grund war, weil sie alle versucht haben, zur gleichen Zeit aus der Tür herauszukommen. And in fact, the doors opened in instead of out. Und das Problem war, dass die Türen nach innen aufgemacht haben und nicht nach außen. So when all the people rushed to the doors, they couldn't open them. Und so wie alle Menschen zur Tür gedrängt haben, da konnten sie die Tür nicht mehr aufkriegen. And they couldn't escape. Und sie konnten nicht raus. Now it's somewhat similar with your brain, but a little different. Es ist so ähnlich mit deinem Gehirn, aber doch ein wenig anders. If you have a lot of amino acids trying to get into your brain, Wenn du viele Aminosäuren hast, die versuchen, in dein Gehirn zu kommen, the tryptophan cannot have room to get in itself. da hat das Tryptophan nicht genug Platz, um auch da reinzukommen. So well, the researchers found something very interesting. Also haben die Wissenschaftler etwas sehr Interessantes herausgefunden. And I'm not going to go through all the science, Und ich möchte jetzt nicht die ganze Wissenschaft dahinter erklären. but when you eat lots of protein, Doch wenn ihr viel Proteine zu euch nehmt, it actually causes dann verursacht das eigentlich a flood of all kinds of amino acids. eine Flut, eine Menge von jeder möglichen Sorte von Aminosäuren. And many of those amino acids push the tryptophan away from the doors to go into your brain. Und viele dieser vielen Aminosäuren verhindern eigentlich, dass das Tryptophan ins Gehirn eindringen kann. Actually, you get more tryptophan into your brain if you eat sugar than if you eat protein. Eigentlich bekommt ihr noch mehr Tryptophan in euer Gehirn, wenn ihr Zucker zu euch nehmt, anstatt von Proteinen. Now, we're not recommending you eat pure sugar. Wir empfehlen euch natürlich nicht, dass ihr reinen Zucker zu euch nehmt. But if you look at this, it may help you understand something. Aber wenn ihr euch dieses Bild anschaut, dann vielleicht versteht ihr einige Dinge besser. Some people say, Dr. DeRose, I have to eat sugar. Manche Menschen sagen, Dr. DeRose, ich muss Zucker essen. Because when I get depressed, Denn wenn ich depressiv werde if I eat lots of sweets, it makes me feel better. und ich viel Zucker oder viel Süßigkeiten zu mir nehme, das hilft mir, mich besser zu fühlen. Well, that's not just make-believe. What? It's not just, they're not just thinking that. Das ist nicht nur eine Einbildung, die diese Menschen haben. Because eating lots of sugar can help more tryptophan get into your brain. Denn viel Zucker essen hilft auch viel, dass viel Tryptophan in dein Gehirn hineinkommt. Whereas if you eat lots of meat with lots of fat and protein, Wo stattdessen, wenn du viel Fett und Protein, also Fleisch zum Beispiel isst, you get less tryptophan to your da brain. kriegst du weniger Tryptophan in dein Gehirn. So here's the message. Also hier ist unsere Botschaft. The message is you don't want to eat sugar, Die Botschaft ist also, du möchtest nicht mehr Zucker essen, but you want to eat lots of good carbohydrates. sondern du möchtest viele gute Kohlenhydrate zu dir You nehmen. want to eat the whole grains. Du möchtest Full corn? Vollkorn, Dankeschön. Du möchtest das Vollkorn zu dir nehmen. Yeah, so you want to get the whole grain. You want to eat beans. Beans are a good source of complex Also du carbohydrates. möchtest auch Bohnen essen. Bohnen sind eine gute Quelle für komplexe Kohlenhydrate. Even they do have some good protein too. Und außerdem haben sie auch viele gute You want to Proteine. eat the root vegetables Und du möchtest auch viel Gemüse zu dir nehmen. because they have those complex carbohydrates. Denn sie haben diese komplexen Kohlenhydrate in sich. And when you do that, the delivery of tryptophan to the brain goes up. Und wenn du das tust, dann nimmt die Zufuhr an Tryptophan zu deinem Gehirn zu. The red is when you eat meat and high fat and high protein diets, the tryptophan goes down to the brain. Und diese roten Säulen zeigen, wenn ihr viel Fett und Proteine in tierischen Produkten zu euch nehmt, dann geht die Einnahme an Tryptophan runter. How many of you have heard of another amino acid called tyrosine? Wie viele von euch haben eine andere Aminosäure gehört namens Tyrosin? You heard of tyrosine, some of you? Habt ihr schon mal davon gehört? Well, tyrosine is another amino acid, Also Tyrosin ist eine andere Aminosäure. and to get more tyrosine in the brain Und um mehr Tyrosin ins Gehirn zu bekommen, is important because tyrosine is made into dopamine,
Und das ist wichtig, dieses Tyrosin zu bekommen, denn das Tyrosin wird in Dopamin umgewandelt and norepinephrine. und zu what? Noradrenaline, norepinephrine. Ja, Noradrenalin und Same thing. Yeah, Es ist das Gleiche, noradrenaline. ja. Those are other important brain chemicals. Das sind andere wichtige Gehirnchemikalien. The picture looks the same, almost the same for tyrosine as it does for tryptophan. Das Bild, was wir hier sehen, oder dieses Diagramm sieht für Tyrosin genauso aus wie für Tryptophan, was wir hier gerade haben. And so we're trying to answer a question that our brother asked. Also das war jetzt die Antwort für die Frage, die unser Bruder gestellt hat. He said, "What should we eat at breakfast?" Er hat gefragt, was sollen wir zum Frühstück essen? And this is the answer right here. Und das ist die Antwort, gerade hier. It's don't eat the bacon and eggs. Also iss nicht den Speck und die Eier. Don't eat the high protein diet. Also vermeide die Ernährung mit viel Protein. Instead, you want to get carbohydrate-rich plant sources of nutrition. Stattdessen wollt ihr Nahrungsmittel mit vielen Kohlenhydraten haben. Now, there's different ways you could do this. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. But this morning, I had a very nice breakfast, kind that I like. Doch diesen Morgen hatte ich ein wunderbares Frühstück, so wie ich es mag. And they had whole grain bread, Und wir hatten Vollkornbrot and they had lots of fruit, und wir hatten viele Früchte and they had nut butters and seed butters. und wir hatten Nussmusse und Samenmus. Because seeds and nuts have good protein and fat. Denn Samen und Nüsse haben gute Proteine und gutes Fett. So it was a lot of carbohydrates Das waren viele from Kohlenhydrate natural plant sources, von natürlichen Pflanzenquellen but some fat and protein to help the meal last you until lunchtime. und auch ein wenig Fett und Protein, damit die Mahlzeit dich länger satt hält bis zum Mittagessen. Okay, so we're back to BDNF. So, wir kommen jetzt zurück zu BDNF. So you've been learning that you don't want to overeat, Wir haben jetzt also gelernt, dass wir uns nicht überessen wollen. and you can decrease your calories by eating fewer times per day. Und du kannst deine Kalorien dadurch reduzieren, dass du einfach weniger am Tag isst. But if you're going to skip a meal, don't skip breakfast. Doch wenn ihr vorhabt, eine Mahlzeit wegzulassen, dann lasst auf keinen Fall das Frühstück weg. What would be the best meal to skip? Welche Mahlzeit ist das Beste, um es wegzulassen? Yes, supper is the best one to skip. Richtig, das Abendessen ist das Beste, um es wegzulassen. And the reason why supper is the best one to skip Und der Grund, warum das Abendessen das Beste ist, um es wegzulassen, is because your body deals with calories different later in the day. der Grund dafür ist, dass dein Körper mit Kalorien zu verschiedenen Tageszeiten verschieden umgeht. Early in the day when you eat calories, Wenn du früh am Tag Kalorien zu dir nimmst, your body tends to use those calories to help you perform better. da tendiert dein Körper dazu, diese Kalorien zu verwenden, damit du bessere Leistungen während des Tages vollbringen kannst. What if you eat calories late in the day? What does your body Was do? passiert, wenn du die Kalorien später am Tag zu dir nimmst? That's right, it tends to store the calories. Richtig, der Körper tendiert dazu, diese Kalorien zu speichern. In America, we are one of the best countries in the world with storing calories. Amerika ist eines das beste Land, was das Speichern von Kalorien anbelangt. And if you go to visit America, you'll see we have many very big people. Und wenn ihr zu uns nach Amerika kommt, werdet ihr sehen, dass es ziemlich viele große Menschen gibt. Years ago, I worked in New York City, Vor vielen Jahren, da habe ich in New York City gearbeitet and I was giving health lectures there. und da habe ich Gesundheitsseminare gegeben And we'd have an evening health lecture. und wir hatten am Abend hatten wir wieder so ein Gesundheitsseminar And we might finish the lecture at 9 o'clock at night. und wir haben das Seminar ungefähr um 9 Uhr am Abend beendet. And when I'd leave the lecture, Und als ich so das Seminar verlassen habe, I'd see all the people in line at the restaurants. da habe ich gesehen, wie all diese Menschen in der Schlange stehen am Restaurant. It didn't matter what day, they're eating late at night. No, again? They're eating late at night every Sie haben day. am Abend, wieder spät am Abend gegessen. And many of those people were very big people. Und viele von diesen Menschen waren natürlich übergewichtig. Okay, let's talk about other things you can do to improve BDNF. Also was sind noch andere Dinge, die ihr tun könnt, um das BDNF zu verbessern, euren BDNF-Haushalt? Now, if we just talk about exercise and do nothing, people could accuse me of being a hypocrite. Wenn ich jetzt nur über Bewegung spreche und sonst nichts tue, dann werden mich Menschen vielleicht
einen Heuchler nennen. So what can we do right now to get some exercise? Who has an idea? Also was können wir genau jetzt tun, um ein wenig Bewegung zu bekommen? Wer hat da eine Idee? We had actually a little bit of exercise when you were on the toilet. Mick had made a bit of an exercise with us. Okay, you want to come up and give us another exercise break? Come on, come on. They didn't like it? Well, then give us a different one. Oh, I liked it. Yeah, come on up. I didn't get to see this. That's all you know, huh? Okay, well, everyone stand up. Gut, dann steht bitte alle auf. Okay. Okay. No, we're going to do a different exercise. Wir machen jetzt eine andere Art von Okay, Übung. so this is going to use your legs and your brain. Also das wird eure Beine wie auch euer Gehirn beanspruchen. Okay? Alles I klar? want you to look around the room first. Everyone look around the Ich möchte, room. dass ihr Don't look up front. You got to look around. Look all around. Ich möchte, dass ihr euch im Zimmer umseht. And I want you to pay attention to who's in the room. Ich möchte, dass ihr darauf achtet, wer im Zimmer ist. And I want you to over the next few minutes, I want you to find 3 people that you don't know that well. Und in diesen 3 Minuten möchte ich, dass ihr euch Leute aussucht, die ihr nicht so gut kennt And learn something about them. und etwas über sie herausfindet. And I might call on 1 or 2 of you to tell us what you learned. Und ich werde dann einige von euch abfragen, was ihr gelernt habt. Okay?